Heute bestellt, morgen geliefert. Für uns ist das längst Alltag geworden. Dahinter hochautomatisierte Logistikzentren, in denen Waren in Sekunden gefunden, sortiert und versandfertig gemacht werden. Doch ausgerechnet beim Be- und Entladen von LKWs stockt der Prozess wegen Personalmangels. Ein Startup aus München stellt deshalb eine einfache Frage. Warum endet Automatisierung am Hallenboden? Die Antwort von Hebio könnte die Logistik grundlegend verändern. Hallo und willkommen bei Auf Draht, dem Deep Tech Podcast. Ich bin Stuart Cording und mich fasziniert alles rund um Elektronik, Halbleiter und Software. Kurz gesagt, die Technik, die unser Leben jeden Tag prägt. Und genau deshalb spreche ich hier mit spannenden Fachleuten aus der Branche darüber, wie daraus eigentlich neue Produkte entstehen. Heute bei mir zu Gast habe ich Julian Ernst, CEO und Co-Founder von Hebio, und seinen Kollegen Philipp Schaber, CTO und ebenfalls Co-Founder. Herzlich willkommen bei uns. Hi Stuart, vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, hier sein zu dürfen. Freut mich auch. Hallo. Freut mich auch. Klasse. Schön, dass ihr da seid und die Zeit genommen habt, uns hier im Podcast-Studio zu besuchen. Heute geht es um die Probleme in der Logistik. Wir hören immer wieder, dass es natürlich immer schneller geht. Alles wird automatisiert mit Robotern. Bei Amazon sehen wir das, bei Ocado, auch bei uns, bei Mause zum Beispiel, haben wir eine riesen Lagerhalle mit Robotik ausgestattet. Wo dann liegt das Problem, Julian? Ja, also es liegt eigentlich, das Hauptproblem liegt daran, wie du es auch eben gesagt hast, dass einfach sehr wenig an dieser Schnittstelle zum LKW bisher automatisiert wurde. Es ist eigentlich der wichtigste Übergang. Die meisten Firmen sagen auch, das ist so ein bisschen wie die Herzschlagader von ihrem Unternehmen, weil wenn man Sachen verkaufen möchte, braucht man A, Grundlagen, um damit arbeiten zu können, und B, muss man sie auch wieder an den Kunden irgendwie bringen. Aber bisher gab es einfach noch viele technische Challenges, die es verhindert haben, dass das wirklich gemacht wurde. Also man hat immer wieder gesehen, dass Firmen das versucht haben. Also über 10 Jahren gab es da mal von der Uni Stuttgart auch was mit der Firma Eisenmann zusammen gestartet wurde. Und das war schon mal so der erste Versuch, in diese Richtung eine Automatisierungslösung zu bringen. Ja. Damals noch ein bisschen an der Technologiereife nicht so weit gekommen. Und jetzt mit so Sachen wie AI, also Objekterkennungsalgorithmen und so weiter, ist es natürlich viel, viel einfacher geworden, so kleine Lösungen überhaupt zu bauen. Auch Akkutechnik ist viel, viel weiter gekommen. Ja. Und da haben wir einfach so ein bisschen die Möglichkeit gesehen, da das Problem anzufassen und zu lösen. Mhm. Das heißt, die Zeit ist reif für was Neues, Julian. Kannst du uns vielleicht uns in eine Logistikhalle bringen und uns erklären dann, was passiert, wenn ein LKW ankommt? Ja, also in den meisten Logistikhallen ist es so, bei den meisten Firmen ist es wirklich so, dass wenn der LKW ankommt, erstmal die Leute von einem anderen Prozess abgezogen werden, um dann diesen LKW zu entladen. Weil für die anderen Prozesse, die nachgelagert sind, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Ware aus dem LKW reinkommt und dann verarbeitet wird. Und je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, wird es ein bisschen anders gehandhabt. Also da sieht man bei so klassisch Third-Party-Logistikfirmen, da ist es dann je nach Technologiereife, dass es die eigenen Mitarbeiter machen, einfach um die Prozesse sauber zu pflegen. Bei anderen Firmen hat man es die LKW-Fahrer, die es machen sollen. Und auch die Strecken von wo bis wo das im Lager bewegt werden muss, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt bei so klassischen Zentrallagern ist, wie es Edeka, Rewe, Aldi und so weiter haben, da hat man dann eigentlich immer nur eine sehr, sehr kurze Strecke, die der LKW-Fahrer oder Lagermitarbeiter das automatisieren muss, die auch sehr definierte Anfangs- und Endpunkte hat, also eigentlich perfekt für Automatisierung geeignet ist. Wo man dann aber auf der anderen Seite so bei klassisch Third-Party-Logistik oder auch bei produzierenden Unternehmen nochmal eine größere Strecke abdecken muss, aber trotzdem immer dieser Prozess des LKW- und Entladens eigentlich die anderen Prozesse so ein bisschen stört, weil man halt Personal braucht, um dieses dringende Problem zu lösen. Und Philipp, ich kann mich vorstellen, es wird vielleicht ein paar Leute geben, die heute zuhören, zuschauen und sagen, hey, hier kommen die Roboter wieder und klauen unsere Arbeitsstellen. Wie sieht es gerade aus in einer Logistikhalle? Sie haben ja Handgabel, Hubwagen, der brav rein und rausgezogen wird. Ja, natürlich klauen wir Arbeitsplätze, ja. Nein, aber im Endeffekt ist momentan das ganz, ganz große Problem. Jedes Lager sucht händeringend Mitarbeiter. Es ist wirklich, wir haben mit vielen gesprochen, gerade Personalabteilungen, die auch sagen, hey, wir bekommen zwar irgendwie Anfragen beziehungsweise
Profile zugesendet, aber von diesen 10 kommt dann vielleicht einer zum Bewerbungsgespräch und von diesem einen, der bleibt dann vielleicht ein halbes Jahr, wenn überhaupt. Wow. Also wirklich krasse Diskrepanz zwischen Arbeitsmarkt und wer dann wirklich am Schluss wirklich im Lager landet und da bleiben will. Es ist natürlich auch ein harter Job, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der erfüllendste Job wahrscheinlich, den man so in seinem Leben machen kann. Deswegen ist es natürlich einfach was, wo wahrscheinlich keiner groß nachtrauert, wenn dieser Job eventuell nicht mehr zumindest 100% vom Menschen gemacht werden muss. Wir werden sicher irgendwo noch Sonderlösungen brauchen, das muss man schon aussagen. Also wir sind jetzt nicht der alles in allem, wir können halt nur in die Europalette momentan zumindest und da endet es dann aber auch. Also wenn es irgendwie komplexer wird, dann brauchen wir auch noch den Menschen. Aber man hat es ja auch in dem einen Lager, wo wir unseren Roboter vorgestellt haben, haben wir auch gesehen, dass einfach die Leute, die diese Schnittstelle bedienen, das super interessant finden. Also die finden es einfach cool, diese Lösung da schon mal zu sehen. Und wir haben auch ganz oft gehört, cool, dann wann könnt ihr es einsetzen? Wir wollen das einfach abgeben an euch. Und das heißt, man merkt wirklich, da ist schon auch auf der anderen Seite ein bisschen so dieser Zug, da nicht nur von der Geschäftsführung und von den Inhabern, sondern eigentlich auch die Lagerarbeiter wollen natürlich lieber ein bisschen andere Sachen machen, wo man auch einen geregelteren Arbeitsablauf dann hat und einen planbaren Arbeitsablauf hat. So die Interesse ist schon da, das habt ihr schon geprobt und getestet. Eine Frage, also von was ich gelesen habe, standen manchmal ein LKW manchmal stundenlang, sobald es angekommen ist, und wartet auf jemanden, der kommt im Laden. Warum kann der LKW-Fahrer es nicht selber machen? Ja, unterschiedliche Gründe, muss man sagen. Also es gibt Länder, in denen ist es gar nicht zulässig, beziehungsweise da wird stark darüber diskutiert, ob man das nicht abschaffen will überhaupt, dass der LKW-Fahrer B- und entladen darf im Lager. Das hat natürlich auch gewisse sicherheitstechnische Gründe. Man muss natürlich eine fremde Person, die ja von irgendeinem Subunternehmen eventuell quasi kommt, in sein Lager reinlassen, wo ja eventuell noch auch andere Ware bewegt wird von anderen Kunden. Auch gerade arbeitssicherheitstechnisch, der Mitarbeiter muss auch entsprechend geschult sein, unterwiesen sein, dass nicht irgendwelche Unfälle passieren. Genau, also das sind so diverse Gründe, wieso man das eigentlich gar nicht mehr so gern möchte. Außerdem kommt natürlich auch da der Fachkräftemangel auch nochmal hinzu. LKW-Fahrer werden auch händeringend gesucht, findet auch keiner mehr wirklich Leute. Und wenn man natürlich dem Mitarbeiter versprechen kann, hey, du musst keine LKWs mehr ausladen, du kannst währenddessen Kaffee trinken oder dich duschen gehen, dann ist er natürlich auch deutlich glücklicher, wenn der nur noch LKW fahren muss und nicht noch da sich drum kümmern muss. Genau. Ja. Ja, sicherlich, ich sehe den Bedarf. Was mich aber überrascht, Julian, ist, dass in Europa habe ich mit vielen Startups gesprochen. Es gibt sehr viele kluge Köpfe hier. Und Logistikroboter gibt es schon, für unterschiedlichen Zwecken auch einpacken und Kiste, der Pappdeckel drauf und so weiter. Warum ist niemand bisher gelungen, dieses Problem zu lösen? Also ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass so diese Technologiereife jetzt in den letzten paar Jahren sehr schnell, sehr sprunghaft nach vorne gegangen ist. Also vor 10 Jahren, glaube ich, wäre das von unserer Seite auch noch gar nicht so möglich gewesen, das jetzt so in der Art und Weise, wie wir es vorhaben, umzusetzen. Alleine KI hat da wirklich sehr, sehr viel gebracht. Also ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass unser Roboter wirklich viel KI drin hat, aber wir verwenden halt am Ende dann auch Bilderkennungsalgorithmen, um eben diese Palette zu erkennen, um die Öffnung von der Palette zu erkennen. Und da war einfach bisher die Technologie noch nicht so weit. Man hatte Akkus, die viel, viel größer sind, die schwerer waren. Die ganze Sensorik, die Computing Power ist viel, viel kompakter geworden über die letzten 3, 4, 5 Jahre. Ja. Und es ist einfach schon sehr komplex, das merken wir auch bei uns beim Entwicklungsprozess, es ist einfach schon sehr komplex, so eine Lösung umzusetzen und das Ganze in so einen kleinen Bauraum überhaupt reinzukriegen. Und da treffen einfach viele Sachen aufeinander. Also es gibt ja auch ein Startup, was auch in eine ähnliche Richtung sich bewegt. Und man merkt einfach, das ist auch jetzt in den letzten Jahren entstanden und man merkt einfach, dass so durch diese Technologie das jetzt enabled wurde. Mhm. Und ich kenne mir, also ist klar, natürlich gibt es sehr viele technische Herausforderungen, wie du schon gesagt hast, Motoren, Motoren und Getriebe zu entwickeln, Batteriegröße und so weiter. Aber vom Außen sieht es wie eine relativ einfache Aufgabe. Ja, so viel ich verstanden habe, die Paletten sind genormt. Gibt es da auch Probleme oder Jein. Also, wenn wir nur in Zentraleuropa unser Produkt verkaufen wollen, ist alles super. Sobald wir ein bisschen weiter nach außen gehen oder mit Firmen arbeiten, die halt auch nicht nur in wirklich Deutschland, Frankreich, Österreich sozusagen ihre Sachen verschicken, hat man halt auch viel so zusammengeschusterte Paletten da. Das heißt, die haben an sich schon so
ansatzweise die richtigen Maße von der Europalette, aber halt nicht ganz. Und da kann es dann auch mal passieren, dass eine Palette rundum zumindest so eine Stufe hat, über die man reinfahren muss. Das war ja auch eine von den Challenges, die wir uns ja relativ am Anfang mit angeschaut haben und die wir auch bei uns im Produkt mit eingebaut haben. Okay. Und das macht es einfach schon sehr, sehr komplex, dieses Produkt. Ja. Es sieht zwar von außen sehr einfach aus, es ist so eine schöne Schiene und das war's. Wir sagen auch immer, wenn wir Leuten das vorstellen, im Endeffekt haben wir uns angeschaut, was bewegt die Palette. Ja. Das sind die Zingen vom Gabelstapler, der Rest war einfach nur so als Deko dran. Und wir haben halt einfach diese Zingen genommen und die automatisiert. Das heißt, von außen soll es auch einfach aussehen, Ja. weil soll ja auch für einen Kunden dann gut bedienbar sein. Aber ja, das, was da drin ist, da ist schon sehr, sehr viel Zeit und sehr viele Gedanken auch reingeflossen. Ja. Philipp, was mich Sorge bereitet, ist, wenn ein Mensch da mit seiner Handhubwagen steht, kann sie oder er beobachten, wie die Ladung gerade aussieht und ob es eine Umkippgefahr gibt und so weiter. Wie sieht es aus bei eurer Lösung? Ja, im Prinzip haben wir da mehrere Ansätze, die wir verfolgen, um auch gerade, es geht da nicht nur am Schluss um Gefahrenbegutachtung, es geht auch darum, wie kommt die Ware rein, in welchem Zustand kommt die Ware rein, gibt es Beschädigungen, das sind ja auch so alles so Themen, die wir irgendwo abdecken wollen und können müssen. Da haben wir 2 Ansätze, also natürlich der Roboter selber hat eine Kamera und erkennt, okay, wenn er an die Palette hinfährt, oh, da ist irgendwie was komisch eventuell, das sollte mal ein Mensch vielleicht nochmal nachschauen und drüber schauen, was da passiert. Das andere Thema ist, dass wir zukünftig über die Eingangstore der Laderampen auch Kameras entsprechend positionieren, die gleichzeitig eben auch dazu dienen, dass der Wareneingang auch ein bisschen automatisiert im Sinne wird von Qualitätskontrolle, weil das natürlich auch ein großer Punkt ist. Wenn die Ware ankommt, gerade von einem externen Lieferanten, ist Beschädigung, fehlt vielleicht eventuell was. Und auch dazu haben wir im Roboter nochmal zusätzlich eine Waage sozusagen verbaut. Also der Roboter wiegt auch selber, was er so gerade anhebt. Hat halt den einen Punkt, wir wollen uns natürlich auch selber schützen. Also wenn irgendwie eine Palette ganz komisch beladen wäre, dass sie irgendwie sehr schief beladen ist oder ich sag mal auch überladen werde jetzt. Das ist zwar jetzt wahrscheinlich eher, also kann auch vorkommen natürlich, aber ist eher so unwahrscheinlich der Fall. Aber vor allem das Schiefbeladen ist natürlich schon ein Punkt. Genau, also wir wiegen im Prinzip einfach selber in den Rädern sozusagen, was auf dem Roboter drauf liegt, dass er dann auch sagen würde, okay, bitte nochmal überprüfen, ob da vielleicht was falsch ist. Über wie viel Gewicht sprechen wir bei einer voll beladenen Palette? Also im Prinzip das Limit der Europalette selber sind die 2 Tonnen. Also das gibt die Norm sozusagen vor. Mehr ist nicht drin. Aber das muss man auch ganz klar sagen, die meisten Paletten, die so bewegt werden, bewegen sich so im Schnitt zwischen 800 und 1200 Kilo. Also das ist dann schon deutlich drunter. Einfach weil die Lasten, die drauf liegen, auch gar nicht hergeben. Und das Ding ist auch, klar kann man Paletten auch stapeln, also zweistöckig sozusagen. Da ist aber auch das Problem, das muss die Ladung auch wieder hergeben. Also sprich, die Boxen, die drauf liegen, müssen natürlich auch dafür geeignet sein, eine zweite Palette draufzustellen. Das ist dann oft eher das Problem, dass die Last einfach gar nicht draufgelegt werden kann von den Produkten, die da drauf bewegt werden. Ja. Was mich auch interessieren würde, Julian, ist, wie seid ihr überhaupt auf dieses Problem aufmerksam geworden? Ja, so ihr kommt aus der Uni, so habt studiert und so weiter. Wie findet man so ein Problem, was man lösen möchte und so schnell? Also es ist tatsächlich bei mir und meinem anderen Co-Founder, der heute jetzt nicht da ist, so über 2 Wege hergekommen. Zum einen haben Tim und ich bei einem anderen bei einem Dienstleister für BMW eine Zeit lang gearbeitet, der auch gleichzeitig ein Startup hat, was auch in der Logistik tätig ist, Nimster, die machen so Handrückenscanner. Und damit hatten wir schon mal einen Kontakt zur Logistikbranche, haben das ein bisschen gesehen, haben mitbekommen, was da so passiert, dass einfach viel Drang dazu ist, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren und einfach Prozesse schneller zu gestalten. Einfach, das kann man auch sehr gut daran erkennen, wenn wir Sachen bei uns in der Werkstatt bestellen oder Sachen benötigen, machen wir es häufig über Amazon und dann schauen wir halt doch, was kommt morgen an, was kommt übermorgen im schlimmsten Fall an und bestellt lieber das, als was in einer Woche oder so ankommt. Und dadurch haben wir eben die eine Seite gesehen, haben diese Logistikseite gesehen. Und da kommt jetzt auch der Philipp ins Spiel. Wir hatten auch in Mechatronik, also in dem Studiengang, ein Fach, das hieß Mechatronische Integration. Und in diesem Fach geht es darum, man durfte sich eine Aufgabenstellung raussuchen und musste über ein Semester ein erstes Produkt entwerfen, Zeitplan entwerfen, Budget entwerfen und so weiter und so fort. Und eine von den möglichen Aufgaben war ein autonomer Gabelstapler. Und das war so für uns dann das Einstiegszeichen, wo wir gesagt haben, okay, hey, wenn so 2 Sachen aufeinandertreffen, zum einen, wir sehen die Logistik, zum anderen, wir haben schon im Studium damit angefangen, dieses Problem zu lösen, da muss man einfach weitermachen. Und das war dann auch bei Philipp, Tim und mir
Also wir waren da in einer Gruppe drin, haben das dann eben angefangen zu lösen, diese automatisierte Gabelstapler-Sache. Und nach 3-4 Wochen oder so haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, egal was der Rest der Gruppe macht, wir müssen das weitermachen, einfach weil wir da so ein riesiges Potenzial gesehen haben. Und ich würde sagen, bisher bestätigt sich das auch und hat sich auch gelohnt, da weiterzumachen, einfach von dem Feedback, was wir auch bekommen haben bisher. Das war ein spannender Einblick in die Gegenwart. Jetzt möchte ich mehr ein bisschen über die Lösung sprechen und lernen, was ihr tatsächlich dann implementiert haben. So viel ich verstanden habe, ihr nennt es so ein Doppelzinke-Roboter-System. Philipp, vielleicht kannst du uns kurz vorstellen, wie sieht's aus und was steckt da so grob drin? Ja, also es ist eigentlich relativ simpel. Also man kann sich wirklich vorstellen wie eine Ameise, die abgeschnitten wurde. Es gibt vorne und hinten Räder. Wir haben tatsächlich keine normalen, klassischen Räder verbaut. Einfach weil wir das Problem haben, wir müssen natürlich auch relativ engen Bereich und kompakten Bauform uns bewegen können. Sprich, wir haben Mecanum-Räder, die sind quasi in der Lage, je nachdem, wie man die Motoren ansteuert, omnidirektional zu fahren. Also sprich, jeden Vektor im Raum quasi abzubilden. Das ist so der eine Kernpunkt, den wir verwenden. Und dann klassisch eine Scherenhebeeinheit, die einfach den Hub realisiert, weil wir natürlich nur in Anführungszeichen ein paar Zentimeter hochheben, also jetzt nicht in die zweite Ebene vom Regal kommen, das wäre einfach nicht möglich. Genau, das sind so die Hauptkernkomponenten, die den Roboter antreiben. Ansonsten ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr großer Raum, der eingenommen wird vom Akku. Logischerweise, es ist halt sonst nicht mehr so viel Platz übrig und es bleibt dann eigentlich nur noch ein bisschen Reste für Motorcontroller, Steuerung und Sensorik. Genau. Ja. Und Julian, wie seid ihr dann auf diese Lösung gekommen? Gab es mehrere Schritte, bevor ihr zu die jetzige Lösung gekommen seid? Oder also das Format war relativ früh klar. Also ich hab bei mir auf so einem Note, also ich in so einem Notizheft, noch meine Zeichnung gefunden, weil wir haben eben in dieser Mechatronik, also im Fach mussten wir dann ja erstmal uns überlegen, wie gehen wir dieses Problem an. Da haben wir dann gesagt, okay, heute Abend treffen wir uns alle auf Zoom und besprechen den Ansatz. Und ich weiß noch, dass ich bei mir ich habe vor 2 Wochen oder so noch den Zettel gefunden, wo diese Skizzen, wie ich es mir aufskizziert habe, mit diesen einzelnen Zinken sozusagen, wie das aussehen soll. Und wir sind bei vielen Sachen ähnlich geworden, würde ich sagen. Aber man hat schon eine sehr große, Veränderung über die letzten 1,5, 2, 3 Jahre gesehen. Also am Anfang war es alles, wurde auch in der Mitte eine Plattform angehoben und es war noch sehr viel verbunden und starr. Und ja, der allererste Prototyp, da haben wir auch ein Video noch von, das habe ich neulich als ich an der Hochschule war und mal ein bisschen auch von uns erzählt habe, auch mal vorgespielt, dass wenn man das sich jetzt anschaut und mit dem aktuellen Prototypen vergleicht, das sind Welten, die dazwischen liegen. Also es war schon ein sehr iterativer Prozess, würde ich sagen, der sich immer weiterentwickelt hat. Wir wussten von Anfang an, wie dieser Formfaktor aussehen soll. Und nachdem wir aus diesem mechatronischen Integrationsprojekt nach dem Semester fertig waren, haben wir uns natürlich noch mal hingesetzt und haben noch mal ein bisschen mehr uns auch die Probleme angeschaut von diesem LKWB und Entladen. Und dadurch sind dann auch wirklich wir immer näher an das finale Produkt und das finale Produktdesign auch hingekommen. Ja. Und es gibt viel Elektronik drin, viel Mechanik drin. Wie habt ihr die Aufgaben dann aufgeteilt und wie kommt ihr dann zusammen, damit die zwei Welten miteinander gut funktionieren? Also da ist auf alle Fälle der Studiengang ein großer Vorteil, würde ich sagen, weil Mechatronik, muss ich ja Werbung auch ein bisschen für machen, ist ja Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Also es sind genau die 3 Welten, die man für so ein Projekt braucht und für so ein Produkt auch braucht. Ja. Das heißt, wir haben alle bei uns im Team so ein Grundverständnis davon, wie diese 3 Komponenten zusammenspielen müssen. Und bei uns selber im Team, die Rollenverteilung ist eigentlich dadurch entstanden, wer was am besten kann. Also bei mir war es einfach, ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr gerne in die Führungsposition geht, Sachen organisiert, leitet und so weiter. Deshalb habe ich auch noch den organisatorischen Teil mit dazu bekommen. Aber ansonsten mach ich natürlich auch noch mit bei der Entwicklung. Also ich bin auch für die Elektronikentwicklung verantwortlich. Wir haben selber einen BLDC-Controller entwickelt. Wir entwickeln gerade die ganzen Controller-Boards für auch für die Sensorik und so weiter und so fort. Und da sind auch Philipp und ich viel am Zusammenspielen, weil man das natürlich auch irgendwie aufbauen muss und Philipp einfach die ruhige Hand hat, um dann auch mal gegebenenfalls 02, 01 Komponenten auf einer Platine von Hand zu verlöten. Wow. Ja, jemand muss die Arbeit erledigen. Einer muss es machen.
So, Philipp, erklär uns kurz, wie die Lösung aussehen würde. Wenn es hier im Raum stehen würde, was sehe ich und wie bewegt es sich? Genau, also im Prinzip, man sieht zwei, recht quadratische, nicht quadratisch, rechteckige Klötze in Anführungszeichen. Man sieht eigentlich von außen relativ wenig. Sie leuchten noch relativ schön unten, haben vorne hinten ein Display. Genau, aber ansonsten sieht man eigentlich relativ wenig, weil solange sie im eingefahrenen Zustand sind, eigentlich alles relativ versteckt ist. Und sie dann, und das ist auch der große Punkt, den wir eigentlich hervorheben immer, sie drücken sozusagen ihren Körper auf den Boden raus. Also sprich, es bleibt am Schluss nur das Rad am Boden stehen. Wow, also okay. anders, wie man sich es vielleicht normalerweise vorstellen würde, dass irgendwie was anhebt in eine Plattform oder so, drücken wir quasi eigentlich tatsächlich ähnlich zu einer echten Hubameise, die das nämlich auch so macht. Wir drücken nämlich die Räder nach unten weg. Ja, genau. Super. Und es klingt sehr überzeugend, aber funktioniert es auch im echten Einsatz? Genau das testen wir jetzt. Genug geredet, jetzt werden wir den Prototyp in Aktion sehen. So, schön, dass Sie den Weg hier im 5. Stock gefunden haben beim Mause. Danke auch, dass ihr den Prototyp mitgebracht haben, weil das verdeutlicht natürlich, wie es funktioniert und wie es aussieht. Womit ich anfangen wollte, ist zu verstehen, welche Reifegrad ihr gerade hier, Julian, erreicht habt. Also im Endeffekt haben wir jetzt unseren Prototypenstatus endlich mal erreicht und haben diesen Prototypen auch schon in verschiedenen Lagern vorgeführt und getestet, haben sozusagen vom mechanischen Prototypen TLR6 erreicht. Das ist so eben in der Realumgebung getestet. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze auch auf autonomes Fahren umzubauen, dass man eben auch diese Funktion dann demnächst testen kann. Ja. So, erklär uns kurz, Philipp, wie das Gerät heute gesteuert wird in dieser Prototypphase. Da wir momentan noch keine wirkliche Sensorik verbaut haben und auch die autonomen Fahreigenschaften noch nicht vorhanden sind, steuern wir den Roboter einfach mit einem PlayStation-Controller, ganz simpel, ganz ordinär. Es sind 4 ESPs verbaut, für jede Seite quasi in jeder Schiene eine. Und die steuern quasi die Motoren und können sowohl heben als auch absenken. Natürlich, es gibt sehr viel zu tun in der Lagerhalle. Sachen sind ständig in Bewegung. Was ist dann euer Ladekonzept und was ist die gewünschte Batteriedauer für so einem Gerät? Also am Anfang wird das Ganze natürlich erstmal relativ einfach sein. Das heißt, man kann den Roboter entweder anstecken oder eben auch über Induktion gegebenenfalls laden. Perspektivisch soll das Ganze natürlich eine dauerhaft laufen und in Betrieb sein. Das heißt, da ist dann das Ganze mit einem Akkuwechselsystem gesehen, um wirklich so eine 24/7 Bereitschaft von dem Roboter auch zu haben. Ja. Und Philipp, momentan, wie der Prototyp aufgebaut ist, werden die Zinken hier separat einzeln gesteuert, aber natürlich in Zukunft, die sollten dann irgendwie zusammenfahren können. Genau. Also zukünftig ist der Plan, dass prinzipiell jede Schiene mit jeder Schiene kommunizieren kann. Und die untereinander sich abstimmen, wer quasi hier vorgibt, wenn sie unter einer Palette im Verbund fahren, dann der entsprechend quasi der vorgebende Roboter ist. Also sonst haben wir natürlich irgendwas Problem, dass sie auseinanderfahren, genau. Und in einer Lagerhalle ist es uns bekannt, dass der Boden ganz flach ist. Ja, und es gibt schon Geräte, die in autonomen Lagerhallen fahren. Julian, wie kommt ihr damit zurecht, dass es Unebenheiten gibt zwischen der Lagerhalle und einem LKW, der gerade etwas entladen möchte? Also im Endeffekt, die Unebenheiten sind noch relativ klein, würde ich sagen. Also man muss mal über eine Stufe von bis zu einem Zentimeter kommen. Okay. Aber viel wird dann auch einfach durch die Anpresskraft vom Roboter und der Palette drauf sozusagen eben gemacht. Also da wird viel auch einfach durchs Gewicht dann am Ende ausgeglichen. Und wir haben eben eine sehr, sehr hohe Bodenfreiheit, wie man ein bisschen vielleicht eben im Video schon gesehen hat. Und damit schaffen wir es eigentlich wirklich über fast jede Unebenheit drüber zu kommen. Und wenn es wirklich ganz, ganz schlimme Macken im Boden sein sollten, kann man auch ausweichen und dann wird es auch über die Zeit ausgebessert in den meisten Lagern. Und in der Praxis, wenn es fertig ist und in einer Lagerhalle tatsächlich in Betrieb ist, ich habe auch verstanden, dass er möchte so quasi wie ein Schwarm Sachen holen oder ein LKW beladen. Wie soll das aussehen? Wie soll ich das vorstellen? Genau, also im Endeffekt ist es wie so ein Ameisenschwarm, der dann einfach in den LKW reingeht, alle Paletten auf einmal anhebt und die dann fast auf einmal gleichzeitig aus dem LKW rauszieht. Und das ist auch so das, wo wir den größten Mehrwert am Ende unseren Kunden mitbringen können, weil wir einfach diese Entladezeit deutlich reduzieren können im Lager. Ja.
Super. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, auch das Demo hier nicht nur mitzubringen, weil es ist sehr schwer, aber auch vorzuführen. Ich finde es ein sehr spannendes Produkt mit sehr viel Potenzial und wir erfahren gleich mehr darüber, wie es entwickelt wurde. Aber zuerst kommen wir zu unserer Rubrik, wo wir lernen, wie denkt eigentlich ein Ingenieur? Jetzt kommt unsere neue Rubrik, in der wir in die Erfahrungen unserer Gäste eintauchen. So, willkommen zurück ins Studio. Freue mich, das Demo gesehen zu haben. War echt klasse. Ich habe euch auch die Möglichkeit gegeben, in meiner Werkzeugkiste herumzuwühlen. Und da drin gibt es viele unterschiedliche Themen, worüber so... damit wir mehr Erfahrung von unseren Gästen lernen können in Ingenieurwesen und so weiter. Und ihr habt Folgendes ausgewählt. Gab es ein Projekt, bei dem eine unerwartete Einschränkung, zum Beispiel Speicherplatz, Budget, Zeit, zu einer kreativen Lösung geführt hat. Und ich glaube, Philipp wollte hier irgendwas dazu Wir haben was mitgebracht tatsächlich. Aber bevor ich dazu komme, unsere Einschränkung war relativ schnell, dass wir gemerkt haben, okay, wir brauchen ein Getriebe. Und es ist jetzt zwar nicht elektronisch und auch jetzt nicht unbedingt hier. Muss nicht sein. Genau, deswegen haben wir das trotzdem mitgebracht, weil es ist dann nämlich eine doch interessante Lösung, an die wir auch immer noch erstaunt sind, wie gut sie funktioniert. Nämlich das Getriebe. Und zwar, wir hatten das Problem, wir haben keinen Platz, wie in diesem ganzen Roboter auch noch nicht. Und hatten überlegt, okay, wie können wir das Ganze ein bisschen kompakter machen, die Räder etwas, kompakter zusammenbringen. Und dann sind wir auf ein Nabengetriebe quasi gekommen, was in dem Rad läuft. Haben aber sehr schnell festgestellt, wenn wir das machen wollen, brauchen wir irgendwo diese Getriebe her. Und die gibt es halt leider nicht einfach so mal eben. Und gerade wenn man dann doch etwas will, was irgendwie nicht von der Stange fällt, dann wird es sehr, sehr, sehr schnell teuer. Deswegen haben wir uns rum überlegt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir es auch testen können, weil wir müssen ja das auch mal irgendwie ausprobieren, was wir da uns überlegt haben. Funktioniert das? Kriegen wir das hin? Und dann hatten wir tatsächlich an der Hochschule auch einen 3D-Drucker. Jetzt denkt man natürlich erstmal an irgendwie, drucken die da halt mit Kunststoff irgendwas? Nein, wir haben tatsächlich Metall verdruckt, um genauer zu sein, Edelstahl. Und da habe ich auch schon was mitgebracht, tatsächlich. Das ist quasi ein aus Metall gedrucktes Getriebe. Ist jetzt noch eine Anfangsversion, hat sich auch inzwischen nochmal stark verändert, wie sie jetzt aussieht. Das Spannende dabei ist eigentlich, dass das ganze Teil quasi Schicht für Schicht, also man kann das auch komplett zerlegen. Es wurde auch einzeln gedruckt, das muss man schon dazu sagen, es wurde nicht fertig so gedruckt. Jedes Teil wird quasi Schicht für Schicht aus einem Pulver gelasert und zusammengebaut im Drucker sozusagen. Und wir erhalten dann quasi ein Getriebe, was auch funktioniert, was man auch zusammenstecken kann und auch wirklich bewegen kann. Und ja, man sieht es vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob man es so gut auf der Kamera kennt, aber die Details sind doch sehr, sehr fein. Also wir haben auch lang gekämpft ein bisschen mit den Toleranzen, dass es wirklich für ein Getriebe funktioniert. Man muss dazu sagen, wir hatten noch ein bisschen die Einstellung, was wir dann gemerkt hatten, das Metall, was wir verdrucken konnten damals, war einfach nur ein Edelstahl. Der eignet sich als Getriebe nur so semi-gut, sagen wir es mal so. Nur halbwegs. Wir hatten dann nämlich noch festgestellt, es dreht sich zwar und funktioniert, aber es fängt sehr schnell an, sich irgendwie in Span zu lösen und dann klemmt das Ganze. Deswegen mussten wir es dann noch härten, hat aber auch geklappt und inzwischen, ja, wie wir gerade gesehen haben, funktioniert es auch tatsächlich und es funktioniert schon erstaunlich sehr lange sehr gut. Also wir sind da wirklich immer noch, ein bisschen auch überrascht, muss man noch ganz klar zugeben. Ich hatte schon ein bisschen mehr Angst, dass es schneller mal nachgibt und nicht mehr funktioniert, aber ja. Und wie viele Schleifen habt ihr gebraucht, bevor eine funktionierende Getriebe entstanden ist? Ich muss gerade, also wir hatten tatsächlich nochmal einen kleinen Umschwung in der Gesamtdesign von dem Getriebe, deswegen gab es quasi nochmal da nochmal 1, 2 mehr Versionen. Aber ich sag mal, das Hauptproblem war einfach, und das hatten wir dann auch am Schluss nochmal, ist so ein bisschen, wo man die Getriebe herbekommt, gerade mit dem Drucken, dass wir die Toleranzen entsprechend gut hinbekommen, dass wir auch ein laufendes Getriebe haben. Aber man muss auch sagen, wir mussten natürlich unsere Getriebe noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Also wir haben auch noch mal ein bisschen nachgedreht, nachgefräst, dass die entsprechend Laufflächen auch Laufflächen sind und nicht nur, weil die Oberfläche ist halt doch rau, das muss man schon sagen. Also und wir lassen sie auch immer einlaufen, also ins Ölbad und dann wirklich eine halbe Stunde mal schön
schleifen sozusagen, bis man wirklich die Fläche sich dann wirklich sauber bewegt. Aber dann funktioniert es echt sehr gut. Ja. Und für diejenigen, die sich überlegen, das könnte eine Lösung für mein Problem sein, was würdest du jemandem empfehlen, so schneller zu Erfolg zu kommen, als es geschafft habt? Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, eine Lösung für sowas, wenn man einen Prototyp und es wirklich was braucht, was man 1-2 Mal irgendwie verbauen will, weil gerade bei so einem Planetengetriebe halt einfach der große Kostentreiber, sage ich mal, dieses Hohlrad hier außen ist, weil man einfach dafür spezielle Werkzeuge braucht oder sehr spezielle Maschinen, die das nur hinbekommen. Ja. Und dementsprechend dafür kann es sicher, glaube ich, eine Lösung sein, wenn man sich ein bisschen mit den Toleranzen auseinandersetzt. Das ist glaube ich, der größte Punkt, wenn man natürlich den Drucker schon selber daheim hat oder in der Firma hat. Sage ich mal, ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller und einfacher. Wenn man es natürlich irgendwo extern machen lässt, muss man sich halt vielleicht auch mit dem Lieferanten ein bisschen absprechen. Wie sind so die Toleranzen, die ihr könnt? Was sind so die Wiederholgenauigkeiten? Das war nämlich auch so ein Thema. Wenn plötzlich irgendwie man das Gleiche bestellt und was anderes bekommt. Ist auch einmal passiert. Hat sich dann geklärt, wieso. Aber das sind eben so die Dinge, die man da schon merkt, dass es halt einfach kein gefrästes Teil ist oder kein hergestelltes Teil, wo irgendwas weggenommen wird, sondern es wird halt gedruckt. Ne? Ja. Vielen Dank für die spannende Geschichte. Gerne. Und es ist, ich habe auch was gelernt, das ist schön. Vielen Dank. So, jetzt geht's weiter. Wir haben der Prototyp im Betrieb gesehen. Wir haben ein bisschen über die Problematik, die es löst. Und was ich gerne jetzt machen möchte, ist ein bisschen tiefer in die Lösung gehen, um zu verstehen, wie es tatsächlich umgesetzt ist. Wir haben schon das Getriebe angeschaut. Wir wissen schon, dass die Mecanum Rede drauf sind. Erklär uns ein bisschen, vielleicht, Philipp, was für ein Gehirn drin steckt. Also, ja, Entschuldigung. Genau. Also momentan aufgrund des Status Prototypen derzeit sind wir mit ESPs unterwegs. Ganz simpel. Es sitzt quasi jeweils vorne und hinten ein ESP als Steuereinheit sozusagen, der mit einem selbstgebauten Motorcontroller. Da hatten wir noch so ein anderes Problem, dass die Motoren, die wir wollten, mit 48 Volt laufen und da ist in der Bauform es schwierig, passende Controller zu finden dafür. Deswegen genau ein selbstgebauter Controller bzw. selbstdesignter Controller. Mit Chips von euch natürlich, selbstverständlich. Genau. Und die werden quasi momentan zentral einfach über WLAN gesteuert und empfangen die Signale. Der nächste Schritt, den wir gerade schon am Bearbeiten sind, ist, dass wir entsprechend die Sensorik schon verbauen, beziehungsweise mal prototypmäßig einbauen. Dafür läuft derzeit auch noch als Prototyp ein Raspberry Pi 5 einfach drin, der sozusagen von verschiedenen LiDAR-Matrixen, die um den Roboter verteilt sind, inklusive 2 Kameras, um Objekte zu erkennen, das Ganze verarbeitet und gesammelt dann quasi in eine ROS-Umgebung packt, wo man dann klassisch mit ROS einfach den Roboter steuern kann. Genau. Und ROS ist nochmal? ROS ist, ist Roboter Operating System, ist so ein Open Source Framework, sage ich jetzt mal, für Robotersteuerung, was sehr weit verbreitet ist, was auch sehr viele Module einfach liefert, wo man sehr schnell verschiedene Komponenten zusammenbauen kann und dann softwareseitig auch eine Lösung schon hat, die zumindest für die Grundsätze, die man braucht, funktioniert. Mhm. Genau. Ja, und Julian, so wie sieht dann die Entwicklungsprozess bei euch aus? Welche Tools setzt ihr ein? So zum Beispiel die Platine entwickeln und die Softwareentwicklung und so weiter? Ja, also Softwareentwicklung, wir schreiben sehr, sehr viel in C++, einfach weil das eine der effizientesten Programmiersprachen ist, wenn man hardwarenah unterwegs ist. Und tatsächlich, weil wir da auch einfach bei uns im Team eine sehr große Kompetenz haben, würde ich sagen. Was das ganze Thema Platinendesign angeht, arbeiten wir aktuell mit Fusion. Hat sich einfach ergeben, weil wir bei uns auch im Studiengang mit Eagle gelernt haben, das Ganze, wie man Platinen designt und so weiter. Und ja, das sind so eigentlich so die Haupttools, mit denen wir arbeiten. Und ja. Ja, genau. Und wenn es zu die Stromversorgung kommt, ihr habt so Batterien, wie wir schon erwähnt haben, eingebaut. Habt ihr so fertige Lösungen von der Stange genommen oder habt ihr wieder so ein eigenes Ding gekocht? Also du hast schon richtig geschätzt. Wir machen sehr viel selber.
war vielleicht sicher auch schon mal nicht der clevere Weg, aber irgendwie, dadurch haben wir sehr, sehr viel auf alle Fälle gelernt und ich glaube auch jetzt auf die lange Sicht hat sich sicher auch rentiert, dass wir sehr viel selber gemacht haben. Tatsächlich die beiden Akkus, die in den Robotern drin sind, haben wir komplett selber gebaut. Der große Akku, du hast ihn selber angehoben, der ist relativ schwer auch gewesen, ist auch so aufgebaut, dass jede einzelne Zelle single-fused ist. Also im Endeffekt haben wir da mit unserem 3D-Drucker, mit dem Lasermodul, was da drin ist, aus Nickel Sicherungen rausgeschnitten, die dann bei 60 Ampere durchbrennen, glaube ich, war es. Haben dann noch mit einem Silikon, was wir vom Parker bekommen haben, die obere und unteren Enden von den Lithium-Ionen-Zellen vergossen, damit man auch eine gute Wärmeleitung nach außen hat und so weiter und so fort und kein Kurzschluss entstehen kann. Ja. Haben da sehr viel Zeit und Energie und auch Gedanken reingesteckt. Das Einzige, was wir da zugekauft haben, waren natürlich die Zellen. Die wenigsten Startups entwickeln sich selber eine Lithium-Ionen-Zelle und das BMS, genau, also das Batteriemanagementsystem. Ja. Das haben wir auch zugekauft, weil auch da, man muss nicht alles selber entwickeln, wenn man auch mal die Chance hat, Sachen zu kaufen. Ja, genau. Und wir haben gerade gesehen, das ist momentan ferngesteuert. Wie funktioniert die Fernsteuerung? Für welche Funkprotokolle habt ihr euch entschieden? Also im Endeffekt ist es, also das Ganze ist in Python aufgebaut. Die Steuersoftware, die auf dem MacBook läuft sozusagen, oder ja, aktuell läuft sie auf dem MacBook, dann verbindet man sich per Bluetooth mit dem Laptop und dann ist da sozusagen, damit hat man die Steuerung bei sich und die Signale, also die Daten werden über WLAN übertragen. Also im Endeffekt verbinden sich die ESPs dann mit dem WLAN-Router, deshalb hatten wir den auch dann da bei euch hingestellt gehabt und darüber schicken wir dann die Steuerbefehle, also für jeden einzelnen Motor berechnen wir auf dem Laptop die Drehgeschwindigkeit, je nachdem, was wir machen wollen, auf der Stelle drehen, vorwärts, seitwärts, und geben nur noch die finalen Motorgeschwindigkeiten an den Controller weiter sozusagen. Ja. Und was wir auch gesehen haben, Philipp, ist, die zwei Zinken können einzeln gesteuert werden, aber irgendwann werden sie so quasi miteinander gekoppelt. Aber wie sichert ihr, dass die so die gleiche Bewegungen machen und immer mit dem gleichen Abstand fahren? Ja, also da muss man sagen, wir sind noch ein bisschen an den Anfängen. Wie wir es tatsächlich wirklich final lösen, ist noch nicht ganz entschieden. Aber es wird von der Systematik so hinauslaufen, dass quasi ein Roboter, also der Schwarm fährt quasi hin, es wird entschieden vom System, welche Roboter wohin kommen, dass klar ist für jeden Roboter, was er zu tun hat. Aber der Roboter, also einer von beiden Robotern wird quasi den Lead übernehmen und quasi an den anderen Roboter seine Steuerbefehle übermitteln, sodass sie sich dann untereinander, ohne mit dem Hauptserver, sage ich jetzt mal, zu sprechen zu müssen, entscheiden können, wo sie hinfahren sollen und wie sie sich bewegen müssen. Eben, dass da keine Unterschiede entstehen, weil einer dahin will und der andere dahin. Ne? Das wäre natürlich irgendwie schlecht. Ja, genau. Was natürlich aber auch ein großer Vorteil ist, wir haben zwar keine mechanische Verbindung vom Roboter, aber wir können die uns so ein bisschen ercheaten, weil sobald wir die Last anheben, haben wir irgendwas zwischen 0 bis 2 Tonnen Gewicht drauf liegen, was schon eine ziemlich gute mechanische Verbindung zwischen den beiden Roboter herstellt. Das heißt, selbst wenn man kleine Latenzprobleme hat, die heben sich dadurch auf, dass durch die Last dann eine mechanische Verbindung auch da ist. Ja, genau. Es ist eine super tolle Lösung und ich sehe sehr viel Potenzial da drin. Was ich gerne dann als zuletzt lernen möchte, ist, wie es bei Hebio dann weitergeht. Wir müssen davon ausgehen, dass das Ziel im Endeffekt, Julian, ist die autonome Steuerung. Wie wird das dann umgesetzt? Was habt ihr Pläne? Also wir haben schon auch, was das autonome Steuern angeht, sehr viel simuliert. Also ROS bietet eben auch so Real Physics Engine an, um eben echt zu simulieren, wie sich der Roboter verhält. Da haben wir auch dann genau diesen Formfaktor, den wir haben, mit unseren Sensoren, die wir planen, da einzubauen, schon simuliert, haben da auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also, dass der Roboter steht an einem Punkt, soll zu einem anderen Punkt fahren und plötzlich erscheinen Objekte auf dem Weg und er muss einen neuen Weg finden. Oder der Roboter hat die Aufgabe bekommen, die Palette zu bewegen und dann fährt er vor die Palette hin, erkennt die Öffnung, fährt in die Palette rein, hebt sie an und stellt sie dann an einen anderen Ort ab. Also wir haben schon auf der Simulationsseite sehr, sehr viel gemacht und haben da auch schon viel Erfahrung sammeln können. Jetzt geht es natürlich darum, das, was wir simuliert haben, auf den echten Roboter drauf zu spielen und zu sehen, wo noch die echten Einschränkungen sind, die man so jetzt in der Simulation vielleicht nicht mitbekommen hat. Ja.
Und Philipp, ich kann mir auch vorstellen, dass diese Roboter nicht abgetrennt von einem Logistikzentrum arbeiten werden. Sicherlich gibt es irgendeine Art von Softwareplattform oder Systemen, an denen man sich anschließen muss. Was musste dort noch gemacht werden? Ja, das sind wir auch noch sehr am Anfang, aber der grundsätzliche Plan ist einfach, dass wir natürlich für unsere Kunden irgendwo eine Grundsteuersoftware haben, mit der man die Flotte managen kann, die man selber besitzt. Batteriestände, Status etc., also die ganzen klassischen Sachen, sage ich jetzt mal, wo auch sozusagen ein digitaler Zwilling von jedem Roboter existiert, also gerade auch was Predictive Maintenance angeht, also sprich, wir sehen, okay, irgendwann der Akku wird schlechter oder die Räder nutzen sich's ab und wir brauchen eine neue Radeinheit etc. Genau, dass man solche Sachen einfach frühzeitig auch erkennt, dass man da gegenarbeiten kann und dann auch entsprechend die Flotte ready und abhält, sozusagen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir uns irgendwo in ein bestehendes ERP-System einbinden müssen. VDA 5050 ist da so ein großes Stichwort, was immer wieder fällt. Einfach, dass quasi wir nicht selber noch jetzt irgendwie eine Lagersoftware entwickeln wollen und auch absolut nicht müssen und das auch, glaube ich, von keinem Kunden gewünscht ist, wenn man ihm sagt, du musst jetzt aber unsere Lagersoftware verwenden. Genau, das wird auch keiner wollen. Ja, und das mit der VDA 5050 hat einfach den großen Vorteil, dass man später die Möglichkeit hat, auch mit anderen Systemen zusammenzuarbeiten. Das ist einfach eine Schnittstellendefinition, die, glaube ich, jetzt auch gerade dabei ist, internationalisiert zu werden, wenn mich nicht alles täuscht. Also VDA ist ja eigentlich Verein Deutscher Automobilindustrie. Daher kommt diese Schnittstellendefinition, dass man eben unter autonomen Flugtransportsystemen sich austauschen kann und dafür eine gemeinsame Schnittstelle hat. Und die soll aber weiter, soweit ich es mitbekommen habe, auch internationalisiert werden, damit man wirklich weltweit mit Robotersystemen zusammenarbeiten kann, weil keine Firma wird nur von einem Hersteller Roboter einsetzen, sondern immer, wie du ja schon gesagt hast, es gibt den Roboter, der ein Paket packt, es gibt einen Roboter, der die Palette belegt, es gibt Torsteuersysteme und so weiter und so fort. Und es ist ja dann ein Zusammenspiel mit ganz vielen Herstellern und da wollen wir natürlich auch mitspielen können. Deshalb sind wir auch eben da dabei, das ganze VDA 5050 konform aufzubauen. Ja. Wir haben heute dann der Prototyp Version 1.0, sagen wir vielleicht, gesehen. Oder 0,9. Wie wird der 2.0 aussehen? Habt ihr Pläne, so ein komplett neuer Prototyp zu bauen, mit, wo alles integriert ist, was ihr bisher gelernt habt? Oder wie geht's da weiter? Aktuell wird der Schritt von 0.9 oder 1.0 zu 2.0 hauptsächlich mit dem Akkuschrauber gemacht, indem man einfach den aktuellen Roboter anpasst. Also wir haben heute nochmal die schöne Version mitgebracht. Jetzt gerade, was der Philipp ja auch gemeint hat, mit der Sensorintegration und so weiter. Das machen wir natürlich jetzt erstmal, indem wir den bestehenden Prototypen nehmen, um Sensorik ergänzen, den Raspberry Pi 5 einbauen und so weiter und so fort, weil wir das Drumherum, was mechanisch ist, wird relativ so wahrscheinlich am Ende auch bleiben, wie es jetzt ist. Also wir haben noch ein paar Sachen gefunden durch die Tests, die sind wir gerade am Austauschen und am Verbessern, aber von außen wird sich wieder sehr, sehr wenig ändern, außer dass jetzt plötzlich ein paar Löcher im Roboter sind, wo der Sensor am Ende dann rausschaut oder die Kamera rausschaut. Ja, genau. Philipp, die Firma war diese Woche auf eine Veranstaltung, heißt By Startup hier in München. Das ist eine Veranstaltung, was regelmäßig passiert, zweimal im Jahr, glaube ich, und auch in Nürnberg. Wir leben in einer Startup-Stadt hier in München, wo wir unser Podcast drehen. Wie hast du und das ganze Team das Startup-Leben erlebt und wie ist die Unterstützung für Startups? Was habt ihr gesehen? Ich glaube, wir haben da ein bisschen einen besonderen Start gehabt, muss man, glaube ich, ganz fair sagen. Unser Professor, der damals, bevor das alles angefangen hat, wir drei hatten schon mal so eine kleine Idee, es ist dann ein bisschen verlaufen, aber da hatten wir schon so die ersten Erfahrungen, was Startups angeht und auch unser Professor, der Herr Schenk, darf man gerne auch mal grüßen an der Stelle, der da sehr, sehr stark auch mit uns zusammen sich da hingesetzt hat und da auch viel gemacht hat und dem man da wirklich auch sagen muss, dass da wirklich, ohne den wäre das, glaube ich, so alles gar nie wirklich entstanden oder wäre es wahrscheinlich nicht so schwieriger gewesen. Aber auch, also gerade die Accelerator, die es in München gibt, die da auch gerade am Anfang einfach sehr viel geholfen haben, weil man ja doch, wir kommen alle aus dem technischen Umfeld. Wir haben da jetzt alle jetzt nicht unbedingt die Erfahrung, was Marktumfragen und, keine Ahnung, Spreadsheets über Business und so weiter angeht.
dass man da auch einfach die Erfahrung generiert oder sich auch vielleicht mit Leuten vernetzen kann, die man da mit reinholen kann. Einfach, dass man da nicht ganz alleine dasteht in seinem Startup und vielleicht zwar irgendwie technisch das alles hinbekommt, aber halt keiner das Ding kaufen will am Schluss. Ne? Ja, genau. Wo man auch merkt, dass wir hier schon auch in München in so einer Deep Tech-Stadt sind. Also wir waren vor 1,5 Jahren auf Slush in Helsinki. Das ist so ein Startup-Event, eben relativ großes. Da haben wir 2, 3 Investoren kennengelernt, die auch hier aus München kommen. Dann waren wir im März letzten Jahres auf dem Start Summit in St. Gallen. Da haben wir dieselben Investoren getroffen. Dann waren wir noch in London auf einer Mobilitätsmesse, haben da auch wieder dieselben Investoren getroffen. Also man fährt aus München raus, um die Münchner woanders zu treffen. Ja. Das war schon sehr häufig der Fall. Und man sagt ja immer, Berlin ist so die Startup-Hauptstadt, aber ich würde sagen, für Deep Tech hat man schon auch hier in München ein sehr, sehr starkes Ecosystem. So. Ja. Einfach mit der TU, der LMU, der Hochschule München haben wir einfach schon auch 3 starke Universitäten hier, hat viele potenzielle interessante Leute da. Was ich auch besonders cool fand, war, wir hatten mittlerweile 2 oder 3 Bachelorarbeiten bei uns, die auch einfach nur mitgemacht haben, weil sie unser Produkt cool fanden. Also die haben kein Geld dafür bekommen, die haben ihre Bachelorarbeit bei uns geschrieben und wollten am Ende eigentlich weitermachen. Also, klasse. Und das war auch was uns immer ein bisschen weiter motiviert hat, weiterzumachen, weil wenn man einfach sieht, dass Leute das, was man macht, so cool finden und halt einen auch immer wieder motivieren und sagen, hey, wie schaut's aus, wie läuft's bei euch und so weiter, das ist einfach unglaublich, macht einfach unglaublich viel Spaß auch. Genau. Julian, wir nähern das Ende unserer Podcast für heute, aber vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben als Startup und Gründer, was für jemanden, der gleich gerade eine Idee hat, umsetzen möchte. Ja, also wichtig, eine Sache, die wir sehr bisschen später gelernt haben, würde ich sagen, ist, gerade weil, wenn man sehr technisch ist man ja immer der Meinung, man möchte erst perfektionieren, bevor man was präsentiert. Das ist der nicht richtige Weg. Also man muss einfach ganz offen und ehrlich sich hinstellen, zeigen, was man hat, am besten so viel wie möglich in der Öffentlichkeit Sachen machen, experimentieren, vorzeigen, weil was man da an Feedback bekommt und was man da einfach lernt, ist unglaublich. Also erster Tipp wäre wirklich immer viel in der Öffentlichkeit sein, viel rausgehen, viel zeigen und ansonsten einfach auch das Ökosystem, was hier ist, nutzen. Also je nachdem, aus welcher Hochschule oder aus welchem Bereich man kommt, ist ja entweder Unternehmertum unglaublich groß, haben wir auch jetzt schon häufiger auch bei den Startup-Veranstaltungen, gehen die rum, man trifft sich, dann ansonsten natürlich das SCE ist natürlich auch hier super stark vernetzt und es gibt ja generell dieses gesamte Münchner Startup-Ecosystem. Das ist ja auch Start München, München Startup, bei Startup, Werk 1 gehört ja auch ganz stark mit dazu. Genau. Also es gibt unglaublich viele Anlaufstellen und man sollte und muss diese Anlaufstellen auf alle Fälle nutzen. Also was uns natürlich auch viel gebracht hat, war so ein Accelerator in Baden-Württemberg, den wir kennengelernt haben, so der Rise Accelerator hieß der. Da haben wir super viel Input bekommen, super viele Connections auch gemacht nochmal zu relevanten Partnern und ansonsten wir haben es bisher zum Glück bei uns im Team noch nicht gebraucht. Ist noch eine Empfehlung immer von Anfang an einen Vertrag haben. Ja. Weil, ein Vertrag ist immer dann gut, wenn aus einer Freundschaft ein anstrengenderes Verhältnis wird. Und deshalb sage ich, bei uns war es jetzt zum Glück noch nicht der Fall, dass wir das benötigt haben. Ja, aber es hilft einfach, um Sachen auch zu definieren und auch um das Engagement im Team einfach von Anfang an festzulegen. Ja, klasse. Und gibt es einen Appell vielleicht an die Industrie, vielleicht an unsere Zuschauer, Zuhörer? Was braucht ihr? Pilotkunden, Finanzierung? Wo könnte jemand euch helfen? Also ja. Alles. Eigentlich alles, genau. Nee, wir finden, also zum einen sind natürlich Pilotkunden super interessant, hier auch aus dem Umland. Wir fahren auch schon sehr viel, also wir haben eine Partnerschaft in Köln, wir haben wir waren in Baden-Württemberg viel, wir waren auch schon hier in der Nähe von Hannover, also wir fahren schon sehr viel durchs Land. Es macht aber natürlich auch Spaß, wenn man in der Nähe bleiben kann, das heißt, da Piloten, Partnerschaften sind immer super interessant. Und ansonsten Geld auch natürlich. Und zuletzt, was natürlich auch immer super hilfreich ist, wenn man Talente kriegt. Also gerade bei so einem Podcast würde ich diese Chance auch einfach nutzen wollen, weil wenn wir jetzt dann demnächst unsere Finanzierungsrunde abschließen, ist es natürlich auch was, wo wir sagen, wir brauchen noch mal mehr Leute im Team, auch Leute, die mehr Erfahrung mitbringen als wir selber, weil wir sind zwar jung, haben aber eben noch nicht die 20 Jahre Berufserfahrung. Ja. Und bei einem Startup ist es auch irgendwann wichtig, dass man diese Berufserfahrung mit reinbringt. Das heißt, das ist auf alle Fälle was wir bei uns im Team dann auch noch suchen werden und wo wir uns dann einfach auch freuen, wenn man da gute Connections hat.
Super. Philipp, Julian, ihr seid ein klasse Team und der Prototyp hat super gelaufen heute und ich sehe super viel Potenzial drin. Das ist ein echtes Problem, glaube ich, was gelöst werden muss und ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Weg dorthin. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Wenn du Feedback für uns hast oder ein Deep Tech-Thema kennst, das wir unbedingt aufgreifen sollten, dann schreib uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist aufdraht@mause.com. Ein großes Dankeschön auch an das Team hinter dieser Folge und an Mause Electronics, die diese Podcast-Serie möglich machen. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören und nicht vergessen, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.